Unternehmensbewertungen. Wann brauche ich sie eigentlich? Brauche ich jemals eine Unternehmensbewertung? Das werden wir uns heute anschauen. Für was brauche ich eine Unternehmensbewertung? Es gibt unterschiedlichste Anlässe, wann ich eine Unternehmensbewertung brauche. Sei es, wenn ich einen Investor mit ins Unternehmen hineinhole, wenn ich das Unternehmen verkaufe oder auch wenn ich es bewerten lassen möchte, weil ich vielleicht einen Kredit aufnehmen möchte. Aber wie komme ich denn zu meiner Unternehmensbewertung? Die reale Unternehmensbewertung bekomme ich eigentlich erst dann, wenn ich einen Käufer finde. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der dafür zahlt. Aber diesen Anlassfall habe ich nicht jedes Mal. Und dann muss ich mir überlegen, okay, wie kann ich den Unternehmenswert bestmöglich abschätzen? Auch wenn ich mein Unternehmen verkaufe, möchte ich ja wissen, okay, ist der Preis, den ich ansetze oder den ich potenziell bekomme, überhaupt realistisch? Der eine Ansatz ist, man nimmt die Vergangenheit her, schaut sich an, okay, wie hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt und schreibt einfach die Zahlen vor, nimmt eine gewisse Wertsteigerung an und dann rechnet man die Cashflows, die dann an den potenziellen Eigentümer geht, einfach ab. Diskontiert diese und rechnet sie zusammen und kommt so zu einem Unternehmenswert. Das ist die Discounted Cashflow Methode. Dazu muss man natürlich wissen oder in die Zukunft schauen, okay, wie entwickelt sich das Unternehmen in der Zukunft? Wenn wir wüssten, wie sich das Unternehmen in der Zukunft entwickelt, dann würde man wahrscheinlich alle was anderes machen, weil dann müsste man die Zukunft vorhersagen. Das heißt, es sind immer nur Abschätzungen. Eine andere Methode, die man sich anschauen kann, ist, wenn man sagt, okay, man nimmt einfach ein Multiple vom Umsatz. Sagt, okay, ein Unternehmen in dieser Branche kostet ungefähr einmal den Umsatz, zweimal den Umsatz, dreimal den Umsatz. Beziehungsweise eine andere Ebene, die man sich anschaut, ist die Earnings before Interest and Tax, also die Einnahmen vor Steuern und vor Zinsen. Weil das ist ein Indikator dafür, wie lange ich brauche, um den Unternehmenswert wieder hineinzuspielen. Wenn ich zum Beispiel der Unternehmenswert ist 5 mal das EBIT, brauche ich ungefähr 5 Jahre, um den Unternehmenswert wieder einzuspielen. Das sind so mal erste Abschätzungen. In der Startups-Phase ist es oft schwierig, das zu tun. Jeder hat so seine eigenen Methoden. Sehr oft, gerade in der Frühphase, nimmt man Branchenbandbreiten her. Das heißt, ein Unternehmen, das gerade im Aufbau ist, ungefähr 1 Million Euro. Erste Umsätze und so weiter, kommt man dann auf 2 Millionen Euro. Und alles andere ist dann in der realen Welt einfach eine Form der Verhandlungssache. Die Schwierigkeit ist nur, wenn man jetzt auf der einen Seite den Unternehmenswert zu hoch ansetzt ist und in Zukunft wieder weitere Investoren hereinholt, muss man wieder einen höheren Unternehmenswert ansetzen. Und irgendwann muss man zumindest den Unternehmen entweder zu dem Preis verkaufen können oder die Leute müssen dann aufgrund von Dividenden und Auszahlungen eine realistische Rendite bekommen. Das heißt, ein hoher Unternehmenswert gibt noch einen gewissen Stress für die das Unternehmen aufbauen, weil sie einfach verlangt, dass der Unternehmenswert entsprechend steigt. Auf der anderen Seite setzt man einen zu niedrigen Unternehmenswert an, bedeutet das, dass man zu früh oder zu einem definierten Zeitpunkt einfach zu viele Anteile abgibt. Das heißt, man hat tendenziell immer weniger Anteile und damit weniger Mitspracherechte. Am Ende ist der Unternehmenswert ja nichts anderes, als er definiert, wer kann wie viel in einem Unternehmen mitbestimmen. Deswegen ist das immer so eine schwierige Sache. Auf der einen Seite, wenn man sagt, okay, am Anfang das Risiko ist hoch, ich gebe Geld hinein, natürlich will ich den größten Teil vom Unternehmen haben. Und die arbeiten, vielleicht weniger. Auf der anderen Seite brauche ich die Motivation von den Leuten, die entsprechend am Anfang mitarbeiten. Und wenn ich zu hohe Anteile im Unternehmen habe, ist das Problem, dass es dann die Frage ist, okay, wem gehört denn das Unternehmen? Und wer hat die Mitbestimmung? Und wer gibt das Engagement in dieses Unternehmen ein? Das heißt, es braucht sehr viel Feingefühl, wenn man mit jemandem über Unternehmensbewertung, über Anteile spricht. Und man muss sich auch immer überlegen, okay, was ist die Konsequenz? Natürlich kann ich mit viel Druck hohe Unternehmensanteile bekommen. Die Frage ist aber immer, ist das überhaupt das Ziel, dass ich zu dem Zeitpunkt diese hohen Unternehmensanteile habe, weil es gleichzeitig auch eine Verantwortung mit sich bringt. Und auf der anderen Seite für die anderen Partner bedeutet, dass sie sich tendenziell zurückziehen. Wenn ich einen Unternehmenswert brauche, weil ich das Unternehmen verkaufen möchte, ist es einfach. Ich möchte so viel wie möglich Argumente haben, um ein Unternehmen so teuer wie möglich verkaufen zu können. Wenn ich aber das Unternehmen nicht komplett verkaufe, sondern weitere Personen mit hineinnehmen ins Unternehmen, dann muss ich darüber nachdenken, okay, was bedeutet das für die Zukunft? Wie hoch muss meine Unternehmensbewertung in der nächsten Phase sein? Wie viele Anteile habe ich dann noch? Wie viele Anteile hat wer anderer? Möchte ich, dass die Person sich persönlich identifiziert, das heißt tendenziell mehr Anteile hat? Oder möchte ich sozusagen, dass ich das Ruder bei mir in der Hand lasse und hier nicht zu viele Unternehmensanteile abgeben? Diese Fragestellen muss man sich alle überlegen, wenn man jetzt eine Unternehmensbewertung oder die Anteile sozusagen, die man hergibt, sich überlegt. Nun möchte ich noch ein paar Praxisbeispiele bringen. Jetzt mal ein Negativbeispiel. Ein Unternehmen hat relativ früh Investoren hineingeholt. Diese Investoren ist natürlich das Ziel, diesen Unternehmenswert zu steigern, weil mit dem Steigerung der Unternehmenswert steigern auch die eigenen Anteile. Das heißt, mit jeder Runde ist das Unternehmen weiter gestiegen.
haben neue Mitarbeiter reingeholt, sind stark gewachsen. Jetzt ist das Problem passiert, dass auf der anderen Seite das Unternehmen doch nicht so sich entwickelt hat, wie sie sich das gewünscht hat. Und sie haben wieder Mitarbeiter entlassen müssen, weil einfach die Liquidität nicht gepasst hat. Jetzt müsste man tendenziell eine Downround machen, das heißt, die nächsten Bewertungen müssten tendenziell drunter sein. Das ist aber nicht gemacht worden, sondern es ist versucht worden, mit möglichst vielen Argumenten die Bewertung noch weiter raufzuschrauben. Das heißt, die Unternehmensbewertung hat sich weiter nach oben entwickelt, aber die Unternehmen selbst, also die operative Umsetzung weiter hinunter. Sogar so weit, dass sich dann die Gründer oder die Führungsebene gesagt hat, okay, wir können uns mit der Unternehmensbewertung nicht mehr identifizieren und es klafft die Unternehmensbewertung und die Entwicklung des Unternehmens komplett auseinander. Das heißt, hier die Gefahr ist, wenn man zu schnell zu hoch die Unternehmensbewertung ansetzt und das Unternehmen noch nicht so weit ist mit der Entwicklung, dass das Unternehmen dann einfach nicht hinterherkommt und sich das einfach dann immer weiter beschleunigt. Auf der anderen Seite ein positives Unternehmen. Das Unternehmen hat sehr lange die eigenen Anteile behalten, hat schon erste Erträge gemacht und darstellen können, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, einfach realistische Erwartungshaltungen schon geben können. Und damit hat auch mit jeder Unternehmenswertsteigerung und mit jedem neuen Investor auch die Erwartungen erfüllen können. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig zu überlegen, okay, wann hole ich mir welche Art von Finanzierung, Business Angel, Venture Capital Unternehmen hinein, weil ich zu der Phase auch deren Erwartungshaltungen erfüllen können muss. Und da hilft es nicht dann, über positive Unternehmensbewertungen zu diskutieren. Es muss die reale Ergebnis am Ende stimmen, damit es dann insgesamt für sich schlüssig ist. Das heißt Zusammenfassung, die Unternehmensbewertung und damit wer wie viele Anteile im Unternehmen hat, ist insbesondere dann mit sehr viel Feingefühl zu genießen, wenn man zusammenarbeiten muss, wenn man weitere Leute hereinholt, wenn man gemeinsam die nächsten Schritte setzen muss. Weil mit jeder weiteren Finanzierungsrunde, mit jedem weiteren Partner entstehen neue Erwartungen, entstehen neue Hoffnungen in dem, wie sich das Unternehmen entwickelt. Wird das Ganze zu hoch angesetzt, dann ist es schwierig, dem nachzukommen. Wird es zu niedrig angesetzt, dann findet man einfach keine Partner, die mit ins Unternehmen hineingehen. Möchte man das Unternehmen verkaufen, dann ist es tendenziell einfacher, weil man so viel als möglich Argumente sucht, um einfach das Unternehmen groß darzustellen und dann an einen potenziellen Verkäufer verkaufen zu können. Damit wünsche ich viel Spaß bei dem Aufbau des Unternehmens und damit ein großes Tschakka.